Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Primus, der Light Plus Stoff. Jeder von euch, der im Outdoor-Bushcraft-Bereich oder im Camping unterwegs ist, wird wahrscheinlich den Jetboil-Kocher kennen. Ist, glaube ich, ist einer der ersten Kocher gewesen, der dieses Raketenofensystem hat mit diesen Lamellen unten, also quasi eine All-in-One-Lösung, wo ich den Topf habe, den Kocher im Topf transportieren kann, das Ganze schnell und sicher miteinander verbinden und so relativ schnell auch dann das Wasser kochen kann. Seit Jetboil das Produkt herausgebracht hat, gibt es schon viele andere Produkte von Jetboil, die da in der Richtung funktionieren. Und natürlich haben auch andere Hersteller dieses Raketensystem aufgegriffen und haben da selber entwickelt. MSR zum Beispiel oder eben auch Primus, den wir euch heute vorstellen. Den Primus Light gibt es in zwei Varianten. Einmal den Primus Light und den Primus Light Plus. Der Unterschied ist nur, soweit ich weiß, dass beim Primus Light ein normaler, flacher Plastikdeckel dabei ist, der das Ganze auch abschließt, so ähnlich wie beim Jetboil. Und beim Primus Light Plus ist hier einmal ein Deckel dabei, der auch als Tasse genutzt werden kann, der hier auch nochmal über eine Öffnung verfügt. Das zeige ich euch aber gleich im Detail. Ich habe hier einmal diese Sicherung, die mache ich jetzt auf und dann kann ich hier auch den Deckel einmal abnehmen. Da passt auch das Kocherelement genau rein. Und das ist dann auch gleichzeitig nochmal eine kleine Tasse. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal die Öffnungen hier, wo dann auch der Wasserdampf entweichen kann. Das heißt, der Deckel schließt nicht komplett ab, aber eben so, dass halt das Wasser schneller kocht. Ja, der Topf selber ist im Vergleich zum Jetboil kleiner. Das heißt, ihr habt nur 500 Milliliter Volumen. Ansonsten ähnlicher Aufbau, ist ein Aluminiumtopf mit der eingebauten Lamellenfunktion hier unten. Von der Größe her, falls ihr den mal irgendwo anders mit reinpacken wollt, könnt ihr hier schauen. Das untere Ende, wo die Lamellen sitzen, ist genau gleich wie eine 1 Liter Nalgene und dann kommen noch mal ein paar Millimeter dazu mit dem Cover. Das ist abnehmbar, ist ein Klett- und Kork-Cover. Muss man immer darauf achten, dass man das beim Kochen auch wieder schön oben bündig anbringt und auch festmacht. Sonst passiert das, was hier dem Martin passiert ist. Man verbrennt das ein bisschen, weil das dann hier unten über die Lamellen geht. Das heißt, da auf jeden Fall dran denken, wenn ihr das abmacht und wieder dran macht, dass das oben schön bündig sitzt und nicht im unteren Bereich ist. Und natürlich solltet ihr auch Flauschklett unten und Hakenklett oben, sonst funktioniert das Klett eben auch nicht. Ne? Also das sollte man auf jeden Fall richtig machen. Okay. Weiterhin hat der Topf hier nochmal zum Ausgießen eine kleine Vertiefung, wo ich hier dann besser ausgießen kann. Und natürlich auch wie beim Jetboil bietet er Platz für Kocher und Gaskartusche. Kleiner Pro-Tipp am Rande vom Hannes. Die Gaskartusche hier ist aus Metall. Hier haben wir Aluminium. Das kann rosten. Wenn das da hier direkt im Topf drin steht, zerkratzt das euch hier zum einen die Legierung, zum anderen habt ihr dann vielleicht Rost in eurem Aluminiumtopf. Deswegen einfach immer ein Stück Küchenrolle oder Küchentuch, wenn ihr die Gaskartusche lagert. Das ist nicht nur ein Klapperschutz, sondern eben auch nochmal zusätzlichen Schutz für euren Topf. Was hier auch sehr schön ist, ich kann, wenn ich denn möchte, den Kocher, also das eigentliche Kocherelement mit der Gaskartusche, auch so wie es ist, hier komplett im Topf lagern und transportieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid und garantiert den Kocher 3-mal am Tag benutzt, müsst ihr nicht jedes Mal die Kartusche abschrauben und trennen, sondern könnt das Ganze hier so in den Topf packen und eben das Ganze auch dann so transportieren. Und nur für die Langzeitlagerung müsst ihr das Ganze trennen. Vom Verschlusssystem hier auch ähnlich wie beim Jetboil, ein Bajonettsystem. Einfach dran stecken, andrehen und dann ist das Ganze fest. Hier habt ihr ein feines Justierungsventil, um den Gasfluss zu steuern und eine Piezo-Zündung. Das Cover hat hier nochmal diese Abdeckung, die für den Topfdeckel war. Die lässt sich hier auch nochmal im unteren Bereich an einer Schlaufe einhängen. Und damit habt ihr dann hier auch nochmal einen Griff, um das Ganze zu halten. Jetzt wollen wir natürlich auch mal eine Leistungskontrolle machen und mal schauen, wie schnell der Kocher ist. Wir haben jetzt hier Idealbedingungen eigentlich für so einen Kocher. Es ist windstill, wir sind im Studio. Wir haben 22,5 Grad Raumtemperatur. Wir haben auch Wasser in Raumtemperatur. Da fülle ich jetzt mal 500 Milliliter ein. Dafür habe ich ja die schöne Markierung innen. Kann ich genau gucken. Genau bis zum Strich. Halber Liter Wasser. Und eine Stoppuhr habe ich auch hier zur Hand. Deckel drauf. Nochmal kontrollieren, dass auch der
der Schutz außen nicht über den Lamellen liegt. Und dann kann ich hier einfach aufdrehen und zünden. Brennt schon? Der brennt schon, der ist so leise, ich habe das gar nicht gehört, dass der schon gezündet hat. Ja, meine Ohren sind auch nicht mehr die besten. Danke, Hannes. Ja, der brennt schon. So, Deckel drauf und Stoppuhr starten. Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Pause. Hier läuft die Uhr und wir sehen uns gleich wieder. Ja, jetzt kocht's. Also knapp 3 Minuten haben wir einen halben Liter Wasser kochend erhitzt. So, und jetzt trinke ich das auf Ex. Natürlich nicht, auch wenn ihr das gerne sehen würdet, aber ich habe leider keine mit Schiefer ausgekleidete Kehle. Ich schütte das jetzt gerade mal hier zurück. Und schon habt ihr einen Liter Wasser heiß gekocht. Voll gut, oder? Jesus Wasservermehrung. Okay, gut. Dann haben wir einmal diese Funktion getestet. Und jetzt haben wir aber noch einen Bonus. Das ist bei Jetboil nämlich so, man kann da auch andere Töpfe draufstellen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt vielleicht mal was Größeres kochen, brauche mehr als einen halben Liter Volumen. Bei Jetboil muss man dann Zubehör kaufen. Hier habt ihr 3 M4 Schrauben mit dabei. Die sind hier im Griff integriert, für alle, die sich gefragt haben, was diese Dinger da jetzt tun. Und die, also es ist natürlich ein ganz minimalistisches System, aber ganz ehrlich, mehr braucht man auch nicht. Und das ist natürlich cool, weil es einfach dabei ist. Die dreht man jetzt hier in den Kocher oben ein. Und damit habt ihr eine Auflagefläche geschaffen, um zum Beispiel einen größeren Topf draufzustellen. Ist jetzt natürlich, wie ihr sehen könnt, nicht, also man muss da schon optimale Bedingungen haben. Ist jetzt kein Topf, wo ich sage, oder kein System, wo ich sage, da kann man getrost auf einem unebenen Boden mitarbeiten. Muss man hier wirklich aufpassen. Aber wenn der Topf gefüllt ist, seht ihr schon, dann hat das hier auch schon einen relativ guten Halt. Aber wie gesagt, es muss natürlich schön gerade sein alles. So, wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir einen Liter drin im Topf. Zündung. So, da geben wir auch ein bisschen Gas. Ist jetzt natürlich kein fairer Test, weil wir ja schon den halben Liter kochend hatten. Das heißt, ich habe hier schon direkt Bläschenbildung. Aber nichtsdestotrotz machen wir das jetzt mal. Und dann zieht ihr einfach mal die 3 Minuten ab. Oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber so, dass wir einfach mal sehen, wie lange das jetzt dauert. So, ja, da haben wir es geschafft. Und haben jetzt hier nach 3 Minuten 28 das Ganze erreicht in dem großen Topf. Wenn wir jetzt die 3 Minuten hiervon abziehen, sind wir bei 30 Sekunden für 1 Liter Wasser. Das ist Weltklasse. Natürlich darf man so nicht rechnen. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, da ja hier dieses Lamellensystem optimiert ist für die Erhitzung und wir hier 3 Minuten gebraucht haben, für einen halben Liter, sagen wir mal 6 Minuten, wenn ich hier zweimal einen halben Liter warm machen würde, hat man hier nochmal Verlust vielleicht von der Minute, also sagen wir mal roundabout 7 Minuten, um 1 Liter Wasser zu kochen. Und was natürlich hier noch dazu kommt, hier habe ich Aluminium und das ist Titan gerade. Ja, also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Titan verliert schneller die Hitze. Muss man natürlich immer alles in Betracht ziehen, aber es soll jetzt ja auch kein Wettstreit sein, sondern einfach nur mal die Funktionsweise dieses Kochers erklären. Ja, cooles Teil, muss man sagen, der Primus Lite Plus, also auf jeden Fall eine Alternative. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es gibt von Jetboil inzwischen auch Alternativen, die kleiner sind. Aber wenn ihr zum Beispiel Primus-Kocher-Fans seid, wie ich das auch bin, ich habe seit 20 Jahren den Multifuel als Multifuel-Kocher und bin damit sehr zufrieden. Aber eben einfach nochmal, falls man was sucht, was irgendwie ein bisschen kleiner und kompakter und eben auch deutlich leichter ist und man nicht nochmal eine extra Puddel mitschleppen muss, ist das hier ein sehr cooles System. Bei mir wichtig, einfach noch was zu haben, was ich hier in meinen Admin-Bag reinbekomme
Und da erfüllt der Primus hier genau diese Rolle. Ja, bekommt ihr bei Recon Company, der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zum Primus Lite Plus? Habt ihr den vielleicht selber schon mal ausprobiert? Oder sagt ihr Jetboil all the way? Dann schreibt es uns mal in die Kommentare. Ansonsten natürlich auch gerne andere Geräte, wo ihr gute Erfahrungen mitgemacht habt. Unserer Meinung nach ist der Primus hier, der braucht sich nicht zu verstecken. Der macht einen sehr guten Job. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.